Gigante. No. I'm a drummer from Germany. How do you came to India? It's a long story. A sauna story. Hier beginnt meine Reise. Ich heiße Marcel Specht, bin 12 Jahre alt und Drummer der Metalband Sanna. Ich besuche heute die berühmte Schlagzeugfirma Sonor in Bad Berleburg-Aue. Ich bin eingeladen worden, um mir dort den Fertigungsprozess eines Schlagzeuges anzuschauen. Counting 1, 2, 3, I'm gonna take what you need. Scream at you, throw it all away, is it all an earth? Sonor ist einer der führenden Hersteller von Schlaginstrumenten weltweit. Über 70 Mitarbeiter fertigen hier handgemachte Instrumente für alle Drummer dieser Erde. Vom Anfänger bis zum Profi. Ich bin sehr gespannt, was ich heute alles erlebe. Sonor hat eine wundervolle Geschichte. Seit dem Jahre 1875 bauen die Menschen dieser Firma Trommeln und Schlagzeuge. Unglaublich. Die Familie Link hat das Unternehmen in Weißenfels im Osten Deutschlands aufgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Sonor in Westdeutschland an diesem Standort weitergeführt. Wie lange die Menschen schon auf diesen schönen Instrumenten trommeln. Ich bin stolz, einer von ihnen zu sein. Ein Teil der Sonor-Familie. Ich habe heute einen Termin bei Sonor in Bad Berleburg-Aue. Ich freue mich schon sehr, heute eine Workshop-Tour mit Karl-Heinz Menzel zu machen. Auf geht's! Wie sind Sie denn zu Sonor gekommen? Ungefähr so wie du. Ich habe damals Schlagzeug gespielt in der Band und da hatte ich die ersten Kontakte hier zur Firma. Habe dann mein erstes Schlagzeug hier gekauft über einen ehemaligen Sonor-Mitarbeiter. Seit der Zeit hatte ich Verbindung. Was war die größte Trommel, die ihr hier gebaut habt? Das war eine 48 Zoll Trommel, eine Konzerttrommel. Wie viele Schlagzeuge habt ihr eigentlich schon circa hier gebaut? So, Vorserien haben wir zum Beispiel 6000 Stück im Jahr gebaut. Phonik-Serie, die ist schon viel älter, haben wir im Jahr 300 Stück gebaut. Signature-Serie, legendär, haben wir im Jahr 500 Stück gebaut und so weiter. In welchen Ländern kann man die Schlagzeuge alles kaufen? 62 Ländern der Erde kann man kaufen. Davon haben wir einige Direktmärkte und die anderen Länder sind wir vertreten mit Distributoren. Welche Ausbildung muss man hier machen, um hier arbeiten zu können? Hier kannst du verschiedene Ausbildungen machen. Einmal zum Oberflächenmechaniker, Logistiker werden hier ausgebildet und Werkzeugmacher. Können Sie auch Schlagzeug spielen? Ja, so ein bisschen. Aber schon lange nicht mehr gespielt, muss ich ehrlich sagen. Seitdem ich mit der Band aufgehört habe, habe ich kaum noch gespielt, weil da stand der Beruf im Vordergrund. Und dann habe ich mich auf Messen rumgetrieben und auf solchen Veranstaltungen, die meistens am Wochenende stattfanden. Die Band hat das Geld verdient am Wochenende und dazu war dann keine Zeit mehr. Ich habe gelesen, ein VW wird durchschnittlich 20 Stunden gebaut, ein Tesla in 10 Stunden. Wie lange braucht ihr für ein Schlagzeug? Eine Testreihe zu eröffnen dauert ungefähr 3 Jahre, bis wir ein Schlagzeug getestet haben und bis wir ein Schlagzeug mal serienreif haben. Können Sie überhaupt noch Trommeln sehen, nach 44 Jahren bei Sonor? Ja, kann ich mich nicht satt sehen. Kennen dich der Schlagzeuger von AC/DC persönlich? Ja. Hat der dich schon mal geschimpft, weil ihr irgendwas falsch gemacht habt? Nee. Auf geht's! Jetzt führt mich Karl-Heinz endlich in die Fertigung. Dort wurde mein Schlagzeug geboren.
So, hier ist Rohmateriallager. Hier findest du insgesamt 15.000 Teile, die wir verarbeiten. Und aufgeteilt nach Standardteilen, nach Teilen, die speziell für uns gemacht werden. Und auf der anderen Seite sind Kunststoffteile. Und wie findet ihr die ganzen Teile, die ihr zum Beispiel braucht? Die sind alle in der EDV und da gucken wir nur, wo die entsprechende Nummer ist und die entsprechenden Teile. Ein geheimnisvoller Ort, das Furnierlager. Edelste Hölzer aus der ganzen Welt warten hier darauf, eine Trommel zu werden. Wie viele und welche Holzarten werden hier gelagert? Also im Grunde genommen verarbeiten wir Birkenholz aus Skandinavien, Mapleholz, also Ahorn aus Kanada und Buchenholz aus Deutschland. Das sind die 3 Grundarten, die wir verarbeiten. Und die ganzen Furniere, die du hier siehst, sind alles SQ2-Furniere, speziell für diese Serie gemacht. Hier gibt es unterschiedliche Arten von Furnieren. Ein Shell-Furnier ist die einfachste Art, ein Furnier herzustellen. Das Furnier, das ist vertikal. Hier siehst du schon die Schnitte. Die sind also klein geschnitten, wieder zusammengesetzt und dann entsprechend aufgearbeitet, sodass die, wenn du einen Kessel von baust, die laufen alle so, die Furniere. Natürlich viel teurer. Und dann gibt es noch ein Blockfurnier. Das ist ein Blockfurnier. Das ist auch ein natürliches Holz, allerdings nicht natürlich gewachsen, sondern geschnitten. Das wird auf den Block gepresst und dann wird es unterschiedlich runtergeschnitten. Und dann erhält man so ein Muster. So, sind wir hier in der Metallabteilung. Da wird in erster Linie für Ständer gearbeitet. Und das ist ein Beispiel, wie wir Ständer herstellen. Und zwar Edelstahl-Vollnieten, die werden vernietet, verpresst und darauf geben wir eine lebenslange Garantie. So, zeige ich dir mal, wie das geht. So, die Niete kommt hier drauf und das Teil dreht sich hier oben exzentrisch. Siehst du, wie es so rumläuft? Ja. Und dann wird es runtergedrückt und dann wird ein neuer Kopf gewalzt. Machen wir hier mit 6 Bar hier drauf, Luftdruck. Das ist jetzt die untere Seite. Aber guckt er dann raus. Den Fußschalter da unten drücke ich dann und dann fällt er runter. So, wisst ihr? Den Teil des Ständers durfte ich mit nach Hause nehmen, mit einem Edelstahl-Vollniet. Jetzt sind wir im Kesselbau, dem Herz der Fertigung. Hier werden die Furniere und Holzplatten auf Länge gesägt, verleimt und zu runden Kesseln gepresst. Ein Kessel besteht aus mehreren Schichten in verschiedene Stärken. Auch die Materialien variieren. Es werden kreuzweise verleimte Holzlagen verwendet, um eine hohe Stabilität zu erreichen. Die Kessel sind somit spannungsfrei. Die einzelnen Lagen haben unterschiedliche Längen. Logisch, denn die äußeren haben einen größeren Durchmesser. Am Ende muss der Kessel exakt geschlossen sein. Die einzelnen Schichten werden mit einem Sonor-eigenen Leim benetzt. Dies ist ein Firmengeheimnis. Nun geht es ab in die Presse. Die Lagen werden mit Muskelkraft gebogen und sauber in das Innere der Presse eingelegt. Die Presse schließt sich und der Trockenvorgang beginnt. Bei ca. 120 Grad Celsius härtet der Leim je nach Trommelgröße ca. 10 Minuten aus. Der Kessel ist fertig. Anschließend werden die Kessel auf Länge gebracht und geschliffen. Das ist alles Handarbeit und kann nicht von einer Maschine gemacht werden. Ein wichtiger Vorgang ist das Anbringen der Gratung. Diese Nordtrommeln werden traditionell etwas kleiner im Durchmesser ausgeführt. Dies ermöglicht einen besseren Kontakt vom Tragrand des Kessels zum Fell. Dies ist eine Rundgratung. All diese Dinge haben einen großen Einfluss auf den Sound der Trommel. Es geht weiter in der Lackierabteilung. Der Mitarbeiter lackiert einen Palisaner Kessel in einer Mattlackierung, innen und außen. Hier sieht man eine sogenannte Sparkel-Hochglanzlackierung. Die Glanzpartikel werden in die Farbe eingerührt.
Grundsätzlich unterscheidet man in Mattlackierungen und Hochglanzlackierungen. Letztere ist sehr aufwendig, da der Kessel zunächst mit einem Füller lackiert werden muss, um eine porenfreie Oberfläche zu schaffen. Das ist ein Rotation-Drying-Prozess, Trocknungsprozess. So, und wenn du das nicht machen würdest, dann würde die Farbe verlaufen. Und das soll nicht sein. Die Kessel werden hier geschliffen, werden überprüft, ob da irgendwas dran ist und werden dann mit Wachs letztendlich poliert. Da ist dann so ein fertiger Kessel, ganz glatt. Man sieht da, wie sich die Lampe spiegelt. Das ist also eine gerade Linie. Es flackert nicht, es ist ganz gerade. Die Benny Krebs näher dran, haben wir gerade schon gesehen, wie sie entstanden ist. Hier ist sie jetzt fast fertig lackiert. Die Ränder sind fertig gefräst, es muss noch gebohrt werden und dann montiert. Nun kommen wir in die Endmontage. Ganz ehrlich, hier bekommt jeder Schlagzeuger feuchte Augen. So muss es im Himmel sein. So, jetzt kommen wir in die Endmontage. Hier werden dann alle Böckchen und so angeschraubt. Die Böckchen, alles sind davon, sind vorbereitet und die werden dann angeschraubt. Erstmal werden sie gebohrt, die Kessel. Um alle Beschlagteile an eine Trommel zu montieren, müssen natürlich vorher die entsprechenden Löcher exakt gebohrt werden. Dies macht man heute mit einer computergesteuerten Maschine. Der Drehtisch rotiert die Trommel 360 Grad. Die Kessel werden aufgespannt und das eingespeicherte Programm fährt alle Punkte positionsgenau an. Es werden maximal 2 Löcher auf einmal gebohrt. Der Lochabstand der Böckchen beträgt seit den 90er Jahren bei Sonor 32 mm. Der Kessel ist in ca. 2 Minuten fertig gebohrt. Hier wird die Scharlachhülse eingepresst. Hier sind die ganzen fertig gebohrt. Das sind alles SQ2-Schlagzeuge. Aus wie vielen Teilen besteht jetzt ein TomTom? Hat hier 1, 2, 3, 4, 6 Teilung, jeweils mit 2 Böckchen, mit 12. Dann kommt ein Resonanzfeld drauf, 13, Schlagfeld 14 und eine TomTom-Halterung, da noch hin, 15 und dann 2 Schilder, nochmal 2 Schilder und die Reifen. 21 Teile. Machst du fertig in 1 Minute. Mach ich fertig in 1 Minute. Mit zu den Augen. Hier. Ja, wir sind hier jetzt mal eher eine Ausnahmegröße vom Kessel her. Eine 24er Bassdrum wird für dich jetzt wahrscheinlich vom Spielen her ein bisschen zu hoch sein, um einen Tom noch drüber zu hängen. Gerade im amerikanischen Markt oder sowas gehen 24er Bassdrums eigentlich auch ganz gerne mal. Ja, du siehst unterschiedliche Folien, die wir aufgeklebt haben. Wir haben das zum einmal in Silberglasglitter, wir haben es in Black Slate. Wir stehen gerade neben einem fertig montierten Set Red Oyster. Das Ganze gibt es auch noch in einem Vintage Pearl. Sowas gibt es halt eben auch noch mit einer Naturoptik, mit dem Furnier Rosewood. Und du spielst welche Größe? Oh, muss überlegen. Ich glaube 20. 20. Ich glaube 20, ja. Soll mal demnächst irgendwann eine 22er werden. Ja, Ja, cool. kann man machen. Ja, denke ich auch. Ist ja auch für die Musik, die er macht, durchaus angebracht, ein bisschen Volumen, ein bisschen Rums zu haben, ne? Ich halte ein fertiges TomTom der Vintage-Serie in den Händen. Es ist noch ganz warm, frisch geschlüpft. Und hier die Mädels, die kontrollieren dann die ganze Sache nochmal. Endkontrolle, Polsterung machen wir selbst für die Snare Drums. Im Karton wird es eingepackt, dann geht es ins Lager. Ich darf noch einen Blick in die Entwicklungsabteilung werfen. Hier darf normalerweise niemand rein. Streng geheim. Wir durften auch nicht alles filmen. Es lagen schon neue entwickelte Teile herum, welche bald auf den Markt kommen. Holger zeigte mir dennoch ein paar Geheimnisse und einen Prototyp.
Die Produkte werden mit einem 3D-Programm konstruiert und dann in Einzelteilzeichnungen für die Produktion bereitgestellt. Cooler Job. So, jetzt waren wir in der Entwicklungsabteilung und jetzt gehen wir zurück zur Factory. So, das ist die teuerste Abteilung. Hier stehen Sachen für 3,5 Millionen Euro. Und hier FQ2, das ist alles kundengefertigt. Also hier steht ein Kunde hinter. Das ist keine Lagerware und das sind Lagerwaren. Diese Kartons gehen an alle Distributoren weltweit. Auf jeden Kontinent, zu jedem Schlagzeuger. Die letzte Station ist die Serviceabteilung. Sollte mal ein Teil kaputt gehen, landet man hier. Was ist, wenn jetzt zum Beispiel bei mir etwas am Schlagzeug kaputt geht? Dann rufst du bei uns an, wir schicken dir das Teil und dann kannst du wieder weiter trommeln. Okay. Oder schickst einen Papa vorbei, der bringt's mit. Das war meine Factory-Tour bei Sonor. Ein unvergessliches Erlebnis. Vielen Dank an das ganze Team und Karl-Heinz Menzel. Leider war dies sein letzter Firmenrundgang. Nach 44 Jahren geht er in den Ruhestand. Alles Gute, Karl-Heinz. Warte, wo ist meine Tasche hin?